In diesem Video nehmen wir euch mit in den Torres del Paine Nationalpark. Es warten mal wieder spektakuläre Ausblicke auf uns und eine Landschaft, die seinesgleichen sucht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Been feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Guten Morgen, es ist 5:30 Uhr, ich glaube man sieht einfach gar nichts und wir sind jetzt hier am Start unserer heutigen Wanderung, aber später dazu mehr, weil es noch ein bisschen dunkel. Wir sind mittlerweile seit fast einer Stunde unterwegs und langsam wird es hier auch ein bisschen steiler, aber vor allen Dingen kommt da hinten die Dämmerung. Stirnlampe muss man auch noch anhaben. Kann ich jetzt noch nicht beim Film anhaben, weil dann sieht man nämlich gar nichts. So sieht man da, glaube ich, auch fast nichts. Aber in einer halben Stunde dürfte es soweit sein, dass wir ein bisschen mehr sehen. Wir sind jetzt seit 2 Stunden unterwegs, haben knapp 6 Kilometer geschafft und sind jetzt hier am Refugio Las Torres. Haben eine kurze Pause gemacht. Hier sind super viele Dachzelte, wo man halt drin pennen kann. Und jetzt sind es noch ungefähr 4 Kilometer. Und wir sind übrigens im Torres del Paine Nationalpark. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Da sind wir nämlich heute Morgen reingefahren. Wir sind vorgestern über die Grenze nach Chile wieder zurückgefahren. War wieder sehr entspannt, der Grenzübertritt. Und haben dann an einem See abgewartet, bis gutes Wetter kam. Und heute ist perfektes Wetter. Und da vor mir sieht man auch schon das Panorama. Da oben fangen langsam die Berge an zu leuchten. Und da gehen wir jetzt hin. Leider ein bisschen viel Wald im Weg, aber ich glaube, man kann das Leuchten ein bisschen erkennen. Es gibt leider hier keinen schönen Aussichtspunkt, wo man den Sonnenaufgang beobachten kann, außer natürlich ganz oben. Aber für ganz oben hätte man entweder hier beim Refugio im Dachzelt schlafen müssen oder hätten locker mal 2 Stunden früher losgehen müssen. Das heißt, nicht um 4 aufstehen müssen, sondern um 2. Und das ist vielleicht dann doch ein bisschen früh. Die Wanderung zur Base Torre gehört zu den bekanntesten und meistgewanderten Routen Patagoniens. Vor allem in der Hauptsaison sind täglich hunderte Wanderer unterwegs. Auf unserem Weg hoch hält es sich jedoch noch gut in Grenzen. Wir sind auf den letzten Metern. Links nochmal ordentlich durch den Geröllfeld, aber jetzt sollten wir ja fast da sein. Da sind die Torres. Muss nur gucken, dass wir ein schönes Plätzchen finden. Aber es sind gerade schon super viele Leute runtergekommen, die wahrscheinlich für den Sonnenaufgang da waren. Deswegen sollte nicht so viel los sein. Das ist das Ziel, aber es geht hier scheinbar einmal noch um die Kurve. Die Wahrzeichen und Namensgeber des Torres del Paine Nationalparks sind seine 3 fast 2900 Meter hohen Granittürme. Sie entstanden vor Millionen von Jahren, als Gletscher das umliegende Gestein abtrugen und die markanten Felsspitzen freilegten. Die Wanderung zur Base Torre führt direkt an ihren Fuß und belohnt mit einem der bekanntesten Ausblicke Patagoniens, den imposanten Türmen, die sich über der Gletscherlagune erheben. Und dies ist natürlich auch ein sehr beliebtes Fotomotiv.
Wir waren jetzt eine Stunde hier und natürlich fleißig Fotos gemacht, die Aussicht genossen und es sind erstaunlich wenig Leute da. Also wir hatten erwartet, dass viel mehr da sind. Gucken wir mal, wie es jetzt aussieht, wenn man runtergeht. Problem ist hier eigentlich, dass man nicht so nah am Starterbahnhof schlafen kann. Also wir sind ja auch eine Stunde heute Morgen gefahren und alle, die irgendwo im Hotel schlafen, da gibt es ja auch nicht so viele. Das heißt, es könnte sein, dass gleich ein paar Busse ausgekippt werden und die uns entgegenkommen. Das wäre natürlich nicht so optimal, weil der Untergrund ist stellenweise ein bisschen schmal. Langsam wird es ein bisschen voller, aber es geht immer noch ganz gut. Ab und zu müssen wir kurz warten, aber die Engstellen sind nicht so viele. Scheinbar ist hier die Bushaltestelle. Stehen zumindest viele Leute an. Ich glaube, der Bus kommt halt nicht. Die letzte Brücke vor unserem Zwischenziel. Da ist das Zwischenziel, das Refugio. Seit langem gibt es mal wieder eine Hütte, wo es Bier gibt. Mussten wir uns natürlich eins gönnen. Kostet allerdings 9.000, also 9 Euro pro Bier. Prost. Das Bier ist getrunken. Ist doch irgendwie länger geworden, als wir gedacht haben. Eine Stunde 20 waren wir jetzt hier. Und jetzt gehen wir noch die letzten 6 Kilometer zurück zum Camper. Nach dem Refugio gab es nochmal einen Anstieg, aber ich glaube, wir müssen es jetzt geschafft haben. Und dann dürften wir noch runtergehen. Auf dem Weg zum Campground wurde scheinbar ein Puma gespottet. Da oben stehen Leute und hier unten stehen auch viele. Der Puma war sehr weit weg und kaum zu sehen. Aber da wir ja erst vor ein paar Tagen mehrfach einen Puma gesehen haben, ist das okay für uns und wir freuen uns einfach über die tolle Landschaft hier. Wir sind am Stellplatz angekommen und das Panorama ist, sage ich mal, so ganz okay. Da vorne die Plätze wären natürlich noch besser, aber gut, kann nicht alles haben. Schwimmen ist leider nicht erlaubt, aber bei dem Panorama wäre es echt krass. Wir sind heute erst ziemlich spät losgekommen, aber jetzt sind wir hier an den Cascadas de Rio Paine, heißen die, glaube ich. Panorama ist auf jeden Fall ganz gut. Wir gehen mal kurz runter und eigentlich sind wir auch nur bei der Weiterfahrt zum nächsten Stellplatz, weil der letzte hat nämlich 10 Euro pro Person gekostet und es gibt zwei kostenlose Stellplätze im Nationalpark. Und da fahren wir jetzt hin, sparen wir ein bisschen Geld und sind schon am Ziel für morgen näher dran. Die Wanderung zur Base Torre war nur ein kleiner Ausschnitt aus der gewaltigen Vielfalt des Torres del Paine Nationalparks. Der rund 2400 Quadratkilometer große Nationalpark gehört zu den bekanntesten Schutzgebieten Südamerikas und wurde bereits 1959 gegründet.
Was diesen Ort so besonders macht, ist der außergewöhnliche Kontrast auf engstem Raum. Mächtige Granitberge, uralte Gletscher, türkisfarbene Seen, Flüsse und die weite patagonische Steppe. Genau diese Vielfalt macht Torres del Paine zu einem der spektakulärsten und beliebtesten Trekkingziele der Welt. You are much more than me. You are the master plan. You're all that I need, and I do all that I can. If every step that I took was just the steps to you, well, it's enough for me. Hope it's enough for you too. Guten Morgen, es ist 20 vor 9. Wir sind schon seit 7 unterwegs. Wir waren auf der Suche nach einem Puma, aber ja, keinen Erfolg gehabt. Aber das Terrain war auch nicht so optimal, weil es war nämlich links war meistens Wasser und rechts ging es relativ steil hoch. Aber jetzt gehen wir mal zu einem Wasserfall und dann noch zu einem Aussichtspunkt. Hoffen wir mal, dass das Wetter hält. Um uns herum sind Wolken, aber über uns sieht es noch ganz gut aus. Also auf geht's auf die Wanderung. Das sind auch nur 6 Kilometer, also ja, eine kleine Runde. Aber die Landschaft hier ist schon wirklich schön. Das muss man so sagen. Und da rechts, da gehen wir jetzt gleich auch noch zum Aussichtspunkt. Hoffen wir mal, dass die Wolken nicht näher kommen. Da ist schon der Wasserfall. Aber ich glaube, wir müssen vorne zur Plattform und sieht man nicht so viel. Wir sind am Mirador und die Sonne ist draußen und es ist direkt super warm. Guten Abend hier. Wir waren glücklicherweise einer der ersten, die hier losgegangen sind auf den Trail, aber die Busse kommen schon. Da sind bestimmt 30 Mann. Wir sind wieder fast beim Camper. 6 Kilometer waren es jetzt, ein bisschen mehr als 1,5 Stunden haben wir gebraucht und die Sonne ist da und jetzt ist es richtig warm. Ja, wir sind froh, dass wir es jetzt so früh gemacht haben, weil inzwischen sind echt ein paar Touren unterwegs. Von daher haben wir noch ein gutes Zeitfenster erwischt. Genau, und jetzt fahren wir weiter in Richtung Lago Guay. Da soll es den zweiten kostenlosen Stellplatz im Park geben. Und in die Richtung fahren wir dann und dann machen wir später noch eine andere Tour. Ah, guck dir, hier steht auch Camper, oder? Campers Information. Naja, aber wenn hier Campers Information Ja, dann wird steht, das wohl dann das, ist das hier. wird das wohl hier sein. Und hier ist doch auch ganz gut, oder? Wir sind angekommen. Hier darf man wohl stehen. Da steht was von Campers Information. Steht zwar nichts mehr drauf, aber damit müsste das der offizielle Platz sein. Das ist eigentlich ein Parkplatz, aber
Heute Nacht wird wohl nicht so viele los sein, also gehen wir jetzt mal noch nach vorne gucken, weil jetzt soll es nämlich auch noch einen kleinen Supermarkt geben. Rio Pingo Restaurant und Minimarkt. Dann gucken wir doch mal. Ja, okay. Wir hatten auf Eier gehofft im Minimarket, aber es gibt eigentlich nur abgepackte Sachen. Vor allen Dingen Chips und Bier und Kekse. Also gehen wir jetzt auf eine Wanderung. Wir haben noch ein bisschen Vorräte, aber wäre schön gewesen, wenn wir ein bisschen mehr bekommen hätten. Brote sind geschmiert und jetzt geht's los. Irgendwo da hinten hoch wahrscheinlich. 590 Höhenmeter, 6 Kilometer. Also Distanz ist gleich zur Wanderung von eben, nur 500 Höhenmeter mehr. Insofern wird es auf jeden Fall viel anstrengender. Aber noch ist das Wetter ganz gut. Es gibt ein paar Wölkchen. Hoffen wir mal, dass von oben die Aussicht auch noch top ist. Hier sind die Schilder und wir gehen zum Mirador Ferrier, oder wie man das auch immer ausspricht, an der Rangerstation vorbei und dann straight back hoch. Das wäre eigentlich der Trail für übermorgen gewesen. Den darf man aber noch mit Guide haben. Also morgen, übermorgen bei gutem Wetter, die Wanderung liegt vielleicht aus, dann machen wir vielleicht was anderes. Und man musste sich auch für den Mirador registrieren. Das habe ich gerade gemacht und auch nochmal gefragt, ob man unten auf dem Stellplatz schlafen darf, also auf dem Parkplatz. Das ist kein Problem. Das ist nämlich dann der zweite Platz, wo man offiziell übernachten darf. Der erste Kilometer ist geschafft. Und jetzt beginnt die Steigung, das heißt 2 Kilometer, 590 Höhenmeter. Auf geht's, das wird steil. Der Weg ist auch sehr schmal, muss ich sagen. Ist schon wahrscheinlich schwierig mit Stöcken zu gehen. Aber ohne wird es sauer anstrengend. Beinahe umgefallen. Die Aussicht kann sich auf jeden Fall jetzt schon sehen lassen. Es ist schon sausteil. Wir sind ja in den letzten Wochen viel gewandert, aber irgendwie ist es besonders anstrengend. Naja, ich glaube in der Regel war es auch nie so warm, weil wir halt immer morgens früh los sind und den Anstieg zwischen 10 und 12 schon locker bewältigt haben. Und jetzt ist halt gleich 1 und die Sonne scheint wie sonst was. Aber ich habe schon mehr als die Hälfte. Ich glaube, die Aussicht wird gut. Hoffen wir, dass keine Wolken mehr reinziehen. Seht ihr da unten an der Landzunge das kleine Boot? Mit dem kann man wohl einmal hier nach links tuckern, eine 3-Stunden-Tour machen. Und dann kommt man da hinten zum Gletscher, den man gerade nicht sieht. Das ist der Grey Gletscher. Aber ich hoffe, dass man ihn von oben sehr gut sehen kann. Vielleicht hat man sogar einen Blick aufs patagonische Eisfeld, aufs südpatagonische. Und jetzt kommt ein bisschen Wind, das ist auf jeden Fall mal gut. Das ist nämlich überhaupt kein Wind, das ist schon verrückt. Dass man sagt, dass in Patagonien immer so krasser Wind ist und wir irgendwie seit 3 Tagen gar keinen Wind mehr haben. Ich glaube, ich habe die Höhenmeter geschafft. Jetzt geht's noch irgendwie hier so einmal um die Kurve. Dann müsste ich am Aussichtspunkt sein, um das auszuwissen. Fin del Sendero, aber es geht noch rechts auf den Hügel. Da gehen wir noch hoch. Ein bisschen bessere Sicht. Es geht wieder runter. Brot und Kekse sind gegessen. Und die Sonne ist weg und es ist direkt kühl. Also, ihr seht, Jacke und Mütze ist an. Also im Prinzip eigentlich 10 Minuten bevor ich oben war, ist die Sonne weggegangen. Und ja, jetzt geht's runter. Hoch habe ich 1 Stunde 20 gebraucht. Runter werde ich wahrscheinlich in 1 Stunde schaffen. Und dann schauen wir mal. Es gibt noch einen kleinen anderen Trail.
ob der dann heute auch noch dran ist. Da unten kann man schon den Parkplatz sehen, aber es ist noch ein ganz schönes Stück. Es ist noch relativ hoch. Der Abstieg ist geschafft. Jetzt geht es noch hier so ein paar hundert Meter geradeaus. Und dann bin ich wieder an der Ranger Station. Und dann gehe ich, glaube ich, noch kurz zum Lago Way. Da gibt es noch so einen Loop, den man gehen kann. Soll maximal eine Stunde dauern. Ja, Wetter ist gerade wieder ganz gut. Sonne ist natürlich rausgekommen, als ich runtergegangen bin. Und dann schauen wir uns das mal noch da unten an. Da ist die Ranger Station. Ach, schade. Man darf leider nicht schwimmen. Wäre jetzt schön gewesen. Hier gibt es auch echt so eine Anzeige, wie viel Wind ist. Es ist auf jeden Fall unter 30 km/h. Das ist nämlich eher so 3 km/h wahrscheinlich. Ich bin unten am Strand angekommen und hier ist sau windig, ey. Ich hoffe, man versteht mich. Ich habe nächstes Mal das Mikro angemacht. Aber von hier unten sieht es eigentlich auch ganz cool aus. Und da ist so eine Insel, da kann man wohl drum herum laufen. Ich habe den Strandabschnitt geschafft. Das ist natürlich wieder ein bisschen schwieriger zu gehen, weil man immer so einsinkt. Und jetzt geht's zum Mirador de los Helios. 1,6 Kilometer. Wer dafür eine Stunde braucht, der macht was falsch in Patagonien. Ich bin schon am Mirador. Man hat tatsächlich einen guten Blick auf den Great Glacier. Da hätte man auch noch eine Wanderung hier machen können. Hätte man aber vorher beim Katamaran fahren müssen. Und das hätte pro Person pro Fahrt 25 € gekostet. Beziehungsweise 27.000 chilenische Pesos. Und das wäre schon sehr teuer gewesen. Das heißt, es wäre eine 100 € Wanderung gewesen. Und es sind 12 Kilometer pro Strecke. Und man muss natürlich den letzten Katamaran noch kriegen. Oder oh, hier kommen schon die Herbstfarben. Es wird bald Winter werden in Patagonien. Anfang der 2000er gab es hier mal einen Waldbrand und da drüben sieht man die ganzen toten Bäume. Da hinten auch noch mehr. Da ist ja der Strand schon wieder. Das ging schneller als erwartet. Und hier ist sogar auch der Bootsanleger. Ich bin fast am Ziel. Hier ist schon wieder die große Brücke. Und dann sind es nur noch 200-300 Meter, bis ich am Camper bin. Ich bin zurück am Parkplatz. Es sind jetzt doch 11,3 Kilometer und 660 Höhenmeter geworden. Dafür, dass wir heute Morgen schon 6 Kilometer gelaufen sind, war es nochmal ein ganz guter Wandertag. Aber wir mussten das gute Wetter auch ausnutzen, weil morgen soll es nämlich schlecht werden. Deswegen wird vielleicht morgen ein Pausentag werden. Schauen wir mal. Und damit verabschieden wir uns auch für diese Woche und vom Torres del Paine Nationalpark. Schön, dass ihr uns auch hier wieder begleitet habt und ganz lieben Dank für all euren Support. Sei es per Like, Kommentar, Abo, Mitgliedschaft oder Spende in unsere Dieselkasse. Darüber freuen wir uns immer sehr. Und falls ihr mögt, begleitet uns doch auch auf unserer nächsten Etappe in Richtung südlichsten Punkt Amerikas. Dazu dann aber mehr in der kommenden Woche. Also, bis dahin!